Hallo liebe Zuschauer, vor einigen Wochen habe ich mal das Thema angesprochen, Pool. Da lag ich ja hier in dieser Bütt, wie wir aus Aachen sagen. Und in dieser Bütt lag Cem drin. Es war so heiß, ich glaube 35 Grad, und wir lagen da und hatten uns das hier wunderbar angeschaut. Hier. Die Aussicht ist ja hier fantastisch. Ja, da hatte ich ja angefangen zu spinnen und habe gesagt, ja, hier ein Pool. Also hier von diesem Start- und Landeplatz für Drohnen, die Vorgeschichte ist ja eigentlich, ja, hier sollte ein Pool hin. Meine Tochter, die wollte, wenn sie mich besucht, einen Pool haben. Und da habe ich gesagt, okay, da das ja hier nicht mein Grundstück ist, ich setze hier einen drauf, so mit so einem Plastikding Rand rum. Aber da hatte ich schon gedacht, der Cem ist ja da, und wenn der da mal reinbeißt oder mit den Krallen reingeht, ist nicht. So, jetzt ist mir was eingefallen. Hier in der Nähe ist ein Betonwerk und die stellen Rohre her. Und da möchte ich ja jetzt gleich mal mit euch hinfahren und mit der Winat. Ich brauche ja einen Übersetzer. Ich habe nämlich gesehen, dass die 3 Meter im Durchmesser große Rohre haben, also das Ringe sind das, und die sind so einen halben Meter hoch. Und da habe ich mir gedacht, wenn man hier 3 Ringe aufeinander stellt, dann sind wir hier auf 1,50 Meter, ich bin ja nicht der Größte, ich bin gerade 1,70, dann hätte ihr also die Höhe für einen Pool. Und dann könnte man hier schön eine Sitzbank hier innen drin mauern. Und mit Whirlpool-Einlage, da könnten jetzt 2 oder 3 Rohre aufeinander kommen, wo die Pumpstation reinkommt. Und das lässt mich ja nicht in Ruhe, so ein Projekt. Ich will jetzt mal durchkalkulieren, was kostet das. Also die 3 Rohre, die 3 Meter Rohre, die müssten ja auch hier mit dem LKW hier hochgebracht werden. Das ist auch ein Problem, habe aber schon mit dem Vermieter gesprochen. Da müssen also ein paar Äste dran glauben, wie viel 3 Rohre hier kosten. Und hier die Rohre für die Pumpstation. Und wie viel kostet so eine Pumpstation? Da ist ja Pumpstation, Filter ist da dabei. Und da müssen ja noch die Anschlusselemente, Infinity Pool soll das denn werden, also wo das Wasser drüber läuft, also so eine Überlaufkante. Und unten müsste dann was sein, wo das Wasser aufgefangen wird. Habe also so meine Vorstellungen, aber ich weiß, wie viel ich gerne ausgeben will, möchte oder nicht. Der Preis macht es jetzt aus. Und dieses Jahr nicht, das steht auch schon fest. Wir haben nämlich noch einiges vor. Wir wollen ja jetzt übernächsten Monat nach Kopangang und nach Koh Tao. Und dann haben wir ja 2 Monate vor uns in der Winterzeit, wo wir durch Thailand fahren. Aber nächstes Jahr, wenn ihr also zurückkommt im Februar, wenn das vom Preis hinhaut und ich genügend zusammengespart habe, dann könnte das ein Projekt werden. So, jetzt fahren wir erstmal zu der Fertigung von diesen Rohren. Das Röhrenwerk ist gerade mal 1 Kilometer von uns entfernt. Hier seht ihr die ganz großen Röhren. Das sind 3 Meter Röhren und da hinten werden die gefertigt. Hier sieht man die Fertigung. Die haben also so Formen. Hier sind ja schon welche in Vorbereitung. Und das ist der Ring für eventuell unseren Swimmingpool. Na, das ist Whirlpool, Jacuzzi, sagt man dazu. Oder, ach, da gibt es so viele Namen. Die haben viele, viele Formen hier. Go take a look, man. Yes. Und hier gehen wir jetzt mal dahin.
Und hier haben wir 2 Ringe aufeinander. Das sieht ganz solide auch aus. Da kommen die aufeinander. This one 3 meter? That's 3 Meter. Oh, this big one. Binan, can you jump in? That I have. How it looks? Nah, that's a joke. It's no. What do you think? It's you. So, jump in. And one more that is so high. And then small rings, there's until the half or something. Da sind zum Beispiel Ringe, da könnte man auch jetzt eine Türe rausschneiden und da die Pumpstation reinbringen. Actually, look not bad for swimming, but how you take care the water good all the time, you know, that's the. Or you need the stair when you go up there. You need the stair to go up. Yeah, of course. And you have something to see. Ja, das sieht so aus, als ob das ein neues Projekt geben würde. Ich bin also nicht davon abgeneigt. I think this is the same. There are 4. Da hinten sind 4 Stück aufeinander und das ist auf jeden Fall zu hoch. Come on. Thank you, darling. Hier sind 4 Ringe aufeinander. Also 3. Jetzt müsste da unten noch ein Betonboden rein. Yeah. To your shoulder must be. Yeah, das ist, also wenn man jetzt bedenkt, jetzt kommt noch vielleicht 20 cm noch Betonfußboden rein, dann wäre es was. How much the big one, the 3 Meter, each ring? ไอ้ท่อที่ใหญ่ๆ3 เมตรนั้นราคาเท่าไหร่คะ Die Wiener fragt jetzt den Preis für die 3 Meter Ringe.แค่ตัวละ 5,000 เหรอ 5,000 baht for each 5,000 Baht? yeah Oh, that is a good price. Can you ask how much it is for is it include delivery? ส่งด้วย free delivery เนาะ free delivery Free delivery. It's only 1 kilometer. เนี่ยพวกหนูพักอยู่ตรงภูเขาตรงเนี้ย Free. ฟรีใช่ไหม ภูเขาไหนครับภูเขาลูกไหน ลูกตรงเนี้ย ขึ้นครับบางลูกก็ไม่ขึ้น ตรงเนี้ยใกล้ๆเนี้ยไม่ขึ้นสูงหรอกนิดเดียว สี่เหรอ Uh, สี่ภูเหรอ he asked what we gonna do so we have the project swimming pool project Yeah. ก็เลยมาหาข้อมูลดูก่อนนะพี่ว่าทำเป็นยังไง ดูมันนี่เดี๋ยว อ๋อเหรอพี่เคยทำมาแล้วใช่ไหม โอ้ไปทำเยอะครับสระทำสระแล้วก็บ่อปลาทำทุกอย่างทำแทงน้ำได้หมด อ๋อ he said so many people make the swimming pool already some มียุทธ์เอาเรีย ปกติเขาใช้กี่อันพี่ หมายถึงพี่ทำอะไรล่ะ ถ้าทำสระ ทำสระ สระว่ายน้ำฮะ ทำสระว่ายน้ำเล็กๆกับแบบ แต่พวกหนูจะเอา2 ถึง 3 ถ้า2ก็จะลึกคุณจะจมน้ำตายแล้วก่อน ไม่ถ้า2ไปยืนดูแล้วตะกี้อะ เอา2ก็ So, jetzt werden da die Informationen ausgetauscht. Das juckt mich ja jetzt. อันนี้ Wer hat, 50 เซนนะ er sagte nämlich, es sind viele, die machen das damit. เป็นก็50 เมตร Also die Wienand ist also sehr kontaktfreudig, muss ich sagen. Das macht also richtig Spaß, mit ihr so was durchzuziehen. Jetzt habe ich mal eine Frage. Vielleicht ist hier in der Nähe jemand, der sowas schon gemacht hat, wenn er sagt, viele machen das. Wienand, can you ask, is someone here in the corner where I can look? Maybe here is someone, they make it and it's ready and we can visit them. พี่รู้จักใครที่ทำไหมสระว่ายน้ำอะ ไม่ไปติดต่อบริษัท อยากจะ ส ไป วิมมิ่งพูลพวกนี้มีทำอยู่ครับ Hier sieht man die Armierung, die da verbaut wird. Da machen die schönen Ringe raus. Hier liegen auch ein paar Ringe. Also ich glaube, das ist auch bei Wienand gerade gut angekommen. Ja, mal gucken. Maybe, have a look. yeah baby yeah Okay. okay Aber jetzt muss ich noch gucken, wie das Equipment, wie teuer das dazu ist. 15.000 ist also nur die Rohre und da kommt ja noch einiges dazu. So, und dafür setzen wir uns jetzt bei Lazada am Computer und dann gucken wir mal, was das kostet. Ja, jetzt sollte man nicht glauben, damit ist es getan, dass man also das Becken hat, sprich die 3 Ringe, die ihr gesehen habt, die waren ja für 15.000 Baht. Da braucht man ja auch noch mehr. Da ist einmal
eine Pumpstation mit Filter, da muss man so um die 10.000 Baht noch mitrechnen. Dann je an dem, was es jetzt für Wasser ist, also sprich Salzwasser oder ein Süßwasser. Ich möchte ja ein Süßwasser. Ich hatte damals einen Ozongenerator hatte ich drin gehabt in Australien. Und da gibt es auch über Chlor Geräte, die das also produzieren. Da muss man auch noch mit 10.000 rechnen. Dann die ganzen Schläuche und der Kleinkram kommt dann nachher auch nochmal mit 10.000. Dann, ich sagte ja ein Infinity, da läuft ja das Wasser über. Da muss jetzt unten auch dann noch ein Becken praktisch gemacht werden, wo das Wasser aufgefangen wird. Und dann müssen natürlich die Schläuche dazu gemacht werden. Dann muss auch noch eine Treppe gebaut werden, um da hochzukommen. Also da rechne ich so mit 60.000, 70.000 Baht alleine, dass es da unten hinkommt. Anschließend sind natürlich die Stromkosten noch, die werden ein paar tausend Baht dann kosten, also ich schätze um die 3.000 Baht muss man also für so einen kleinen Pool schon investieren an Stromkosten, Pumpe und alles was dazugehört. Da kommt ja auch noch eine Beleuchtung drin, die hatte ich ja auch noch vergessen. Also rund 80.000 Baht muss man rechnen, dass man also so einen kleinen Pool, oder das ist ja kein Pool, das ist ja ein Whirlpool oder Jacuzzi, wie man auch so schön sagt. Das ist ein schönes Projekt, aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, wird es dieses Jahr nicht realisiert. Ob es nächstes Jahr realisiert wird, kann ich nicht sagen. Die Vinant, die sagte schon, Florenz, du hast ja eigentlich ja keine Zeit für sowas zu bauen, weil du ja die ganzen Filme machst, entweder oder. Da hat sie natürlich recht. Sie sagte, dann gehen wir doch mal lieber irgendwo in einem Hotel, benutzen da den Pool. Da muss man so zwischen 500 und 1000 Baht ausgeben pro Person, dass man die ganzen Annehmlichkeiten da ja, mitbenutzen kann, ohne dass man Trouble bekommt mit dem Aufsichtspersonal. Es sieht also aus, dass wir in die Richtung gehen, dass wir in die einzelnen Hotels gehen. Dann nehmen wir euch natürlich mit. Dann könnt ihr mal sehen, wie die Hotels aussehen. Das ist also mehr, als wenn ich jetzt da draußen 3 Ringe habe und da ist jetzt Wasser drin. Und ist nur eine halbe Sache im Endeffekt. Das war der Traum vom Pool. Ich glaube, das wird auch ein Traum bleiben. Und sehen wir mal weiter. Okay, tschüss.